Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 23 und dahinter versteckt sich eine ganz tolle Idee für eine Vorspeise oder als Mitbringsel zu einem Geschenk. Ich zeige euch heute, wie essbare Tannenzapfen gehen. Ich finde das so genial und die sehen so echt aus und die schmecken so lecker, dass ich mir gedacht habe, die packe ich mit in meinen Adventskalender. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los. Wir brauchen gar nicht viele Zutaten. Und zwar, wir brauchen 400 Gramm Schokoladenkuchen. Ihr könnt auch einen anderen Kuchen nehmen. Entweder ihr kauft ihn oder ihr backt ihn. Entweder mit Glasur oder ohne, ist egal. 4 bis 6 Esslöffel Schokocreme, 100 Gramm Mascarpone oder Frischkäse und ganz viele Schokochips Flakes. Ja, los geht's. Euren Kuchen, den ihr entweder gekauft habt oder gebacken habt, wenn ihr gebacken habt, muss er auskühlen und er wird dann in einer Schüssel komplett zerkleinert, also zerkrümelt, zerbröselt. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein Cake-Pop-Teig. Ja, und damit wir dann alles ein bisschen fester haben, also so richtig schön kneten kann, kommt dann noch etwas Schokocreme dazu. Wer keine Schokocreme mag, der kann auch das Ganze durch Mascarpone oder Frischkäse ersetzen. Ja, also es muss nicht unbedingt Schokolade sein. Also ich fand die Kombination eigentlich ganz gut mit Schokoladenkuchen und Schokocreme. Ja, da müsst ihr dann selber ein bisschen schauen. Die Masse soll richtig cremig werden, also nicht matschig, aber es soll schon nicht zu fest sein, denn da müssen ja später diese Schokochips drin halten. Und da müsst ihr einfach selber ein wenig überlegen. Also bei mir waren es, glaube ich, 6 Esslöffel von der Schokocreme noch mit drin. Und ich habe hier jetzt auch noch die Mascarpone mit hineingegeben. Ich habe das jetzt leider nicht mitgefilmt, denn mein Akku war leer und ich habe das nicht mitgekriegt. Ja, also gebt da noch die Mascarpone dazu und dann wird es nämlich alles schön klebrig, wie man hier sehen kann. Dann nimmt ihr so eine gute Handvoll und formt einen Kegel. Geht ganz einfach. Also ich habe zuerst die Kugel gemacht, dann habe ich ihn hingestellt, damit er flach wird unten, damit er so eine Standfläche hat und dann einfach so ein bisschen in der Handfläche drehen, so nach oben und dann geht es richtig schön wie ein Kegel nach oben, aber darauf achten, dass es nicht zu spitz wird. Ne? Also nicht spitz werden lassen. Ja, und dann geht es auch schon ans Stecken. Hier sind meine Schokochips. Ich sage euch eins, es ist einfach, aber es ist Arbeit. Also ich habe 10 Stück rausgebracht. Ich habe sie unterschiedlich groß gemacht. Es kommt halt bei euch drauf an, wie groß ihr sie macht, ob es riesig macht oder etwas kleiner. Wenn es kleiner macht, werden es natürlich mehr. Wenn größer, werden es nicht so viel. Aber das ist wirklich eine kleine Arbeit. Also die ist nicht auf die Schnelle gemacht. Also nehmt euch Zeit oder spannt eure Kinder ein. So etwas größere Kinder können das ohne weiteres. Und dann stecken wir die ringsrum an den Kegel. Und dann die zweite Reihe schön versetzt stecken. Und dann immer so weiter. Also immer schön versetzt nach oben arbeiten. Wer diese Schokoflakes nicht mag, da gibt es noch eine Variante. Und zwar, wenn er ganz normale Cornflakes nimmt, die dann einfach halt mit Schokolade überziehen. Und die kann man dann auch hier wunderbar hineinstecken. Also das wäre auch so eine Variante, wer die Schokoflakes nicht mag. Ja, was ihr dann noch machen müsst, ist auch immer wieder ein wenig andrücken, dass die nicht so auseinandergehen, weil sonst wird der zu breit. Die Tannenzapfen, die gehen immer so schön dicht nach oben. Also immer wieder schön festdrücken. Ja, und das oben an der Spitze dann wirklich so zustecken, dass man das nicht sieht, also den Teig. Ihr könnt auch die Lücken ein wenig noch zustecken. Und dann vorsichtig nehmen, also es klappt eigentlich ganz gut, und dann auf ein Tablett stellen. Ich habe jetzt verschiedene Größe gemacht, der hier war jetzt ein bisschen kleiner. Was wichtig ist, die Tannenzapfen müssen mindestens 2-3 Stunden dann kühlen, dass das alles schön fest wird. Und dann kann man sie benutzen als Dessert, als Geschenk, also zum Beispiel in so einen Geschenksbeutel packen und da freuen sich die Leute bestimmt. Also ich finde das mega, weil sie eben so echt ausschauen. Und wenn du dann kommst, hier, schau dein Geschenk und dann denkt sich der erstmal, hä, wieso krieg ich denn dann einen Zapfen geschenkt?
Also ich finde es total genial und schaut mit Puderzucker schaut es doch richtig schön aus, oder? Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.